Wir leben in disruptiven Zeiten und in Zeiten wie diesen gibt es sehr viele Themen, über die wir gerne mit Ihnen reden würden. Aktuell gibt es aber ein ganz bestimmtes Thema, was uns sehr beschäftigt. Das ist Corporate Social Responsibility und vor allem Nachhaltigkeit. Kyocera fühlt sich den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen verpflichtet, speziell dem Nachhaltigkeitsziel Nummer 13, Klimaschutz. Kyocera ist nachhaltig. Viele Projekte in den letzten Jahren dokumentieren dieses. Zum einen unsere Kooperation mit der Deutschen Umwelthilfe und dem Projekt Lebendige Flüsse, unsere Ecosys-Technologie, die 75% Abfall vermeidet, unsere Verpackungen, die vollends auf Styropor verzichten, oder seit 6 Jahren unsere Print-Green-Aktivitäten, in der wir den Toner CO2 neutralisieren. Durch CO2-neutralen Toner konnten wir in dieser Zeit zusammen mit Ihnen und Ihren Kunden fast 150.000 Tonnen CO2 nachträglich kompensieren und einen nachhaltigen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Man nimmt das wahr, dokumentiert dadurch, dass wir den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen haben. Wir haben den CSR Award 2017 gewonnen und ebenfalls im Jahr 2017 den Preis als Brand of the Year in der Kategorie Sustainable Brand of the Year. In Bezug auf Nachhaltigkeit müssen wir aber einen Schritt weiter gehen. Klimaschutz ist aktuell die zentrale Aufgabe unserer Gesellschaft. Warum ist das so vordergründig? Am 3. Mai 2019 war in Deutschland der sogenannte Earth Overshoot Day. Das bedeutet, dass wir an diesem Tag alle natürlichen Ressourcen mit unserer Lebensweise in Deutschland verbraucht haben. Mit jedem Tag, der danach kam in diesem Jahr, leben wir quasi auf Pump zukünftiger Generationen oder zu Lasten anderer Teile der Weltbevölkerung. Klimaschutz ist in unserer Gesellschaft in der heutigen Zeit das bestimmende Thema. Das war nicht immer so. In den letzten Wochen hat sich hier sehr viel getan. Es gibt dazu eine gute Studie der Forschungsgruppe Wahlen, durchgeführt für ZDF Politbarometer. Nach dieser Studie sahen im Januar gerade einmal 10% der Bevölkerung den Klimaschutz als das wichtigste Problem überhaupt an. Nur 4 Monate später, im April 2019, waren es mehr als 25%. Woher kommt das? Was ist passiert? Einen sehr, sehr maßgeblichen Beitrag dazu hat die Bewegung Fridays for Future beigetragen. Egal, ob man es nun mag, egal, ob man es nun gut findet, was dort passiert. Aber das Problem ist in das Bewusstsein der Gesellschaft in Deutschland fest verankert worden. Wenn wir uns mit Nachhaltigkeit beschäftigen, mit Klimawandel, mit CO2-Emissionen, dann müssen wir generell sagen, dass es 3 Stufen gibt, um die CO2-Emissionen abzubauen oder zu verringern. Die erste Stufe ist natürlich immer CO2-Emissionen vermeiden, wo immer es auch nur geht. Wenn Sie sie nicht vermeiden können, müssen wir überlegen, können wir sie verringern. Und wenn wir sie nicht verringern können oder gänzlich vermeiden können, dann gibt es die dritte Aktivität und die lautet CO2-Kompensation. Was die Gesellschaft betrifft, betrifft auch das Geschäftsleben, betrifft Ihre Kunden. Schauen Sie sich zum Beispiel das Thema an Klimanotstand. Viele Städte in Deutschland haben den Klimanotstand ausgerufen. Jetzt muss man überlegen, was bedeutet Klimanotstand überhaupt? Nein, der Klimanotstand ist nichts Verpflichtendes, es ist keine Gesetzgebung, er hat keine festen Konsequenzen. Aber der Klimanotstand ist eine Selbstverpflichtung der Stadt, alle Entscheidungen unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf das Klima zu treffen. Per Ende Juli haben 46 Städte in Deutschland den Klimanotstand erklärt. Unter anderem auch Millionenstädte wie Köln oder Düsseldorf. Schauen Sie sich mal an, welche Städte dabei sind. Es sind garantiert auch Städte dabei, mit denen Sie aktive Geschäfte betreiben. Es gibt große Konzerne in Deutschland, es gibt DAX-Konzerne, es gibt viele Unternehmen, die Klimaneutralität als Selbstverpflichtung und Strategie festschreiben. Die ersten davon wollen im Jahre 2020, also im nächsten Jahr, komplett klimaneutral sein. Wir haben öffentliche Einrichtungen, die bei uns für schon bestehende Kyocera-Landschaften im Nachgang CO2-Kompensation für die Hardware einkaufen und aktiv danach fragen. Wenn Sie diese Beispiele sehen, dann muss uns bewusst sein, dass wir Lösungen brauchen, um in Zukunft unseren Kunden etwas anbieten zu können. Wir und auch Sie wollen den Kunden helfen, ihre selbst gesteckten Ziele zu erreichen. Und das machen wir nicht aus Selbstzweck.
Wir sind nicht der Meinung, dass Kyocera das Klima im Alleingang retten kann. Aber wir machen es, um unser Geschäft auf Dauer abzusichern, auf geänderte Grundparameter in der Gesellschaft einzugehen und natürlich ganz legitim, wir wollen wachsen. Wir wollen nachhaltig wachsen, weil wir glauben, dass nachhaltig aufgestellte Unternehmen absolut die Lizenz zum nachhaltigen Wachstum auch haben. Wie sieht das konkret aus? Ab dem 1.10.2019 werden wir alle Kyocera Drucker und Multifunktionsprodukte, die in Deutschland und in Österreich vertrieben werden, generell CO2 kompensieren. Wir stellen sie CO2-neutral, indem wir den CO2-Fußabdruck, den diese Produkte erzeugen, nachträglich in einem nachhaltigen Klimaschutzprojekt kompensieren werden. Bedeutet im Klartext, ab dem 1.10.2019 wird keine Hardwareprodukte, die über Kyocera oder einen der autorisierten Distributoren in den Markt gebracht werden, nicht klimaneutral sein. In Summe werden wir damit 200.000 Tonnen CO2 pro Jahr kompensieren. Eine gewaltige Zahl. Das werden wir nicht alleine schaffen. Das werden wir nur mit Ihnen und Ihren Kunden gemeinsam schaffen. Das bedeutet, dass wir eben ab dem 1.10.2019 eine generelle Preisanpassung für Drucker- und Multifunktionsprodukte durchführen werden. Generell, aber moderat. Wir haben diesen Schritt in den letzten Wochen auf verschiedenen Veranstaltungen und mit knapp 110 Partnern aus Ihrem Kreis besprochen. Wir haben uns ein Meinungsbild abgeholt, wir haben vorgestellt, was wir vorhaben. Ich bin sehr, sehr stolz und glücklich darüber, dass nahezu 85% aller unserer Gesprächspartner der Meinung war, ja, das ist der richtige Schritt und es ist die richtige Differenzierung auch zum Wettbewerb. Denn CO2-Neutralität auf Hardware wie auch auf Verbrauchsmaterialien bietet ausschließlich Kyocera in Deutschland an. Ganz im Sinne unserer Grundwerte und unserer Firmenphilosophie gehen wir damit beim Thema Nachhaltigkeit noch einen großen Schritt weiter. Und wir freuen uns darauf, dass Sie uns auf diesem Weg begleiten.